Chance, wenn du in eine Lawine kommst, ist 1:6, dass du überlebst. Also, wir sind bei Russisch Roulette. Ich bin Imboden Philipp, ich bin Hundetrainer von Beruf und nebenbei bin ich Rettungshundeführer mit meinem Hund Chili. Wenn dann ein Notfall reinkommt, wie ein Lawinenniedergang oder eine vermisste Person, dann kommen Chili und ich zum Einsatz. In den Einsätzen, die ich bis jetzt machen konnte, in den letzten 15 Jahren, das sind um die 35 bis 40 Einsätze. Meine Hunde konnten 5 Personen finden. Von diesen Personen haben 2 überlebt. 3 Stück waren leider schon verstorben. Und die restlichen, wo die Leute einfach nicht zu finden waren. So, für mich ist es wichtig, die Personen zurückzugeben. Es ist für die Angehörigen extrem schwierig, wenn eine vermisste Person einfach irgendwo ist. Und ich denke, es ist ein kleiner Trost, wenn man sie irgendwie zurückgeben kann. Im Training weiß man, das ist nicht so schlimm. In dem Moment der Rettung ist sicher viel Adrenalin im Spiel. Es geht dann um Leben und Tod. Bei den Lawinenunfällen ist Zeit ein wahnsinnig großer Faktor. Die ersten 20 Minuten sind sehr entscheidend. Nach 20 Minuten haben die meisten Opfer keine Luft mehr. Wenn jemand Glück hat, es bekommt von irgendwoher Luft, dann wird eben dann die Kälte zum Problem, die Körpertemperatur sinkt und der Mensch erfriert. Für uns und für alle Retter ist die erste Regel die eigene Sicherheit. Wenn wir zum Unfallplatz kommen, ist das Risiko einer Nachlawine da. Niemand will einen toten Retter auf einem Lawinenfeld haben. Regel Nummer 1, vertraue deinem Hund. So, die Nase des Hundes hat eine Leistung von 1 Million Mal mehr als ein Mensch. Wenn sie dann anfängt zu graben, und das ist das Zeichen für mich, da ist eine Person drin. Michi, Treffer. Gut, hat das verstanden. Wir führen nicht durch Platz, okay? Wenn man die Personen findet, hofft man natürlich, dass es ihnen gut geht, aber das ist nicht in meiner Hand. Jetzt ein bisschen belastet. Ich habe immer schon gerne Menschen geholfen. Ich war auch eine Zeit lang bei der Pistenrettung hier in Zermatt. Ich musste nicht darüber nachdenken, ob ich das mag oder nicht. Das war eigentlich immer schon klar. Ja.
Voran. Gut. Also es bringt nichts, nur dem Hund das Futter hinzustellen und denken, er liebt mich dann. Also ich muss mich mit dem Tier beschäftigen und das geht am besten über Training, über sehr viel Spaß, über sehr viel Sachen, die der Hund gerne mag, die aber auch ich gerne mag. Und so können wir schön zusammenwachsen. Chili lebt zu Hause bei uns. Es ist wie gesagt wie ein Familienmitglied. Er hat seine eigene Liegestelle, die fast bequemer ist als meine. Und ja, sie gehört zu uns dazu. Chili. Komm. Hä? Chili ist ein guter Freund für mich. Man sieht nicht immer schöne Sachen bei einer Rettung und man muss das sicher auch vertragen können. Im Moment der Rettung ist es ein Opfer. Was nachher ist etwas anderes. Es gibt sicher auch Zeiten im Leben, das kennen wir alle, die nicht so schön sind. Und auch in diesen Momenten ist es sehr, sehr gut, einen Hund bei sich zu haben.